The herb is the healing of the nation. The herb is the healing of the nation. Das Schöne ist hier, wenn man mindestens 2 Nächte bleibt, bekommt man ein Frühstück auf dem Boot. Und das werden wir jetzt machen. Mal sehen, was uns also erwartet. Wie viele Leute haben wir denn hier aufgedeckt? Das sieht doch lecker aus, was? Ja, Gucken wir noch hoch, wie es oben aussieht. Na, ich glaube, wenn wir hier Lass uns frühstücken, mal dann müssen anfangen. wir jedes Mal immer hoch und runter laufen. Nein, wir frühstücken unten und dann gucken wir dann oben, wenn wir fertig sind. Aber unten hat man genauso einen Ausblick wie oben. Nein, oben ist besser vom Winkel her, da kann man besser drüber gucken. Auch kalt ist immer noch. Hier haben wir aber das ganz, ganz leckeres. Heinisch, nur das Beste im Glas. Direkt hinter mir sieht man heute mal schön nah 4 Flusspferde, ich sehe 4 Köpfe und entspannen sich da in Ruhe, machen danach ziemlich viel Krach die Tiere. Flusspferde. Ich bin jetzt hier mit Thorsten hier, er ist Mitarbeiter von der Mahango Safari Lodge. Es hat mir hier sehr gut gefallen, kann ich absolut euch auch weiterempfehlen. Bloß beim Dessert war nicht so mein Geschmack gewesen, muss ich sagen. Aber gut, das ist absolute Geschmackssache. Sonst war alles tipptopp gewesen. Hat mir sehr gut gefallen und der Service war auch sehr gut gewesen. Hab gestern sogar noch zusätzlich Essen bekommen, ja, wo ich gefragt hatte. Also ich wurde danach gefragt. Ich sah noch so hungrig aus. Ja, also Thorsten, jetzt nicht so viel von mir und so hier. Und ja, stell dich mal bitte kurz vor. Ich bin Thorsten, Manager von der Mahango Lodge, seit 2 Jahren. Ich komme aus Namibia und ja, mir gefällt der Job hier, also die Arbeit in der Natur. Ich bin mein Leben fast auf der Farm groß geworden, nicht auf der eigenen Farm, aber Freunde und Verwandte. Und das zieht mich im Busch, halt Liebe zur Natur, zu Tieren. Bist du in Namibia geboren oder bist du Deutscher oder Auswanderer? Ich bin schon in Namibia geboren. Ich bin zur teilweise dritten, 4. Generation in Namibia. Meine Familie ist im 19. Jahrhundert ausgewandert aus Deutschland. Was gefällt dir in Namibia? Was sind die besonders schönen Sachen? In Namibia ist die Landschaft und die Tiere Nummer 1. Landschaft und Tiere bei mir. Also, und auch die Vielfalt. Man geht also vom Süden im Land, ganz trocken, fast nichts. Und dann hat man die Wüste natürlich. Und dann hier bei uns im Nordosten ist dann doch schon subtropisch, viel mehr Wasser, ja, mehr Tiere. Also es ist die Vielfalt und die schön, also sehr fotogenes Land. Was ist hier nicht so gut? Der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Rassismus beider Seiten. Spürst du das auch direkt selbst, dass da wirklich großer Rassismus zwischen Schwarz und Weiß oder also, dass da wirklich Gewalt stattfindet oder findet das anders statt? Gewalt in dem nicht unbedingt. Aber man spürt es schon, Also das ist nicht, dass man irgendwie in Angst leben muss oder ja, aber der Unterschied ist halt da. Auch das geteilte Leben, ne?
Ne? Also das ist nicht, dass es sein muss, aber es gibt auf beiden Seiten das Gute und das Schlechte. Aber man muss lernen, miteinander umzugehen. Der eine wird nicht ohne den anderen auskommen. Was kannst du mir zum Gesundheitssystem sagen? Wie funktioniert das hier? Also der Staat ist verpflichtet, jedem Namibianer gesundheitliche Unterstützung zu leisten. Also für fast umsonst. Also ich glaube, wenn man zu einer staatlichen Klinik geht, zahlt man 5 oder 15 Namibia-Dollar. Und dann muss man untersucht werden und die Medikamente muss man dann auch umsonst kriegen. Es gibt Privatkrankenkassen, die sind aber teuer. Dadurch, dass wir uns im Nationalpark hier befinden, wie wird die Umwelt hier geschützt? Oder gibt es auch Wilderei? Was wird dagegen getan? Es sind schon Rangers angestellt, gerade in dem Buffalo Park, in dem Babwata Park, der ist riesengroß, der ganze Caprivi-Streifen von Namibia. Da sind ja sehr viele Rangers stationiert. Die haben auch Fahrzeuge zum Kontrollieren. Es wird teilweise aus der Luft vom staatlichen Hubschrauber kontrolliert, aber sehr selten. Ja, Polizei, das Militär und normale Rangers sind alle da mit drin zum Patrouillieren. Und natürlich wird die Gemeinde auch gefragt, dass sie, wenn sie was sehen, ein Auge aufhalten. Ja, und man hat Apps, da kann man sowas melden. Irgendwelche Aktivitäten, die aussehen wie Wildereien, kann man da melden. Und ja, also der Staat setzt sich schon ein. Und man muss sagen, es wird nicht nur gewildert, es wird auch legal gejagt, verbindlich mit dem Staat. Und das bringt halt sehr viel finanziellen Einkommen für diese Parks. Also alleine vom Tourismus werden die Parks das könnte der Park nicht überleben. Also es wird sehr kritisiert, die Jagd. Aber ja, man muss verstehen, anders kommt da kein Geld rein. Und wie ist der aktuelle Zustand der Umwelt hier? Also wir hatten sehr wenig Regen. Also es ist sehr trocken. Zu viele Elefanten in der Umgebung. Die zerstören alles. Oder die zerstören sehr viel. Weil das halt ein geschütztes Tier war, hat sich sehr viel vermehrt. Auch zu viel Kleintier, weil die fressen, sobald das Gras nachwächst, dann fressen die es einfach weg und das Wasser kann nicht zurückgehalten werden. Das läuft einfach ab. Nicht, dass da viel Wasser war dieses Jahr. Der Okavango hat Flugflächen, wovon die Tiere auch leben. Die schädlichen Ausnahmen wird man erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber man kann es jetzt schon erkennen, in der Zeit, wo man eigentlich keine Tiere bei uns am Wasser haben müsste. Es ist voll mit Tieren, also alles zieht zum Wasser drin. Im Park innen drin gibt es kein Wasser mehr oder kaum noch Wasser. Wir haben viele Gazellen gesehen, aber irgendwie leider keine Raubkatzen. Wo waren die alle gewesen? Katzen sind nachtaktive, hauptsächlich nachtaktive Tiere. Tagsüber muss man sehr viel Glück haben, die zu sehen. Wenn man die Löwen sieht, dann sind sie meistens unter den Büschen. Tagsüber sind die eher faul, schlafen. Da muss man Glück haben. Das ist mit Löwen, mit Leoparden, mit Geparden alles nachtaktive Tiere. Deshalb tagsüber, leider darf man nachts nicht in die Parks. Aber hier sind schon einige Löwen. Hat man auch gestern gehört. Wir sind hier in Andara. Wir waren gerade eben im katholischen Krankenhaus gewesen. Leider konnten wir nicht filmen. Also das hinten dieser ganze Komplex ist hier das katholische Krankenhaus. Ja, das ist hauptsächlich staatliches Krankenhaus. Das Grundstück gehört der Kirche. Aber das, was hier drin ist, also alles staatlich finanziert. Interessant ist, wir hatten zuerst mit dem Chefarzt gesprochen und er meinte, dass teilweise die staatliche Versorgung besser ist als die private, weil man einfach viel mehr Fachärzte hat im staatlichen Sektor, aber er meint halt, schneller geht es im privaten Sektor. Also wenn er wirklich was schnell gehen muss, ist man im privaten Sektor halt schon ein bisschen besser aufgehoben. Für Namibianer ist es so, wenn sie ärztliche Behandlung wollen, ist es grundsätzlich, bezahlt das eigentlich alles der Staat, also bezahlt alles der Staat, außer eine kleine Gebühr von $15, die man pro Behandlung bezahlen muss. Und das ist 1 Euro umgerechnet. Wir wurden hier durchs Krankenhaus geführt, haben uns alle Abteilungen angesehen. Es ist sehr sauber, alles einfach eingerichtet, ja, aber es ist auch alles sauber. Von der technischen Ausstattung kann ich sagen, also das Röntgengerät war ja kaputt gewesen. Das hat er uns extra gesagt. Er fährt mit seinen Patienten immer andere Krankenhäuser rüber. Und er weiß halt noch nicht genau, wann das neue Röntgengerät kommt. Medikamente sind hier auch alles staatlich finanziert. Die Leute bekommen ja 3-mal am Tag
was Warmes zu essen, also 3-mal am Tag, also Frühstück, nicht Mittag und Abendbrot. Hier gibt es auch Krankenwagen, welche die Patienten abholt, die in der umliegenden Region wohnen. Und interessant ist auch noch, dass das Krankenhaus von einem deutschen Katholiken gegründet wurde, ein deutscher katholischer Priester, und dass das ja lange hier die Priester gearbeitet hat und Nonnen. Und ich möchte mich auch nochmal speziell bedanken hier an das Krankenhauspersonal. Wir wurden hier sehr nett aufgenommen und haben uns wunderbar herumgeführt, so dass wir jetzt viele Eindrücke mitnehmen konnten und die an euch auch weitergeben konnten. Wir fahren jetzt weiter nach Rundu. Dort werden wir noch jemanden treffen, aber das werdet ihr dann sehen. Wir sind jetzt hier in Rundu im Vera Café. Das ist hier ein kleines soziales Projekt hier in der Region. Mein Freund hier neben mir wird ein bisschen was über Reggae in Namibia erzählen und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. My name is Rasbongo. I play reggae music and I'm the artist who trying to educate people through music. Music is very important and we need it in our community, even in the whole world, because it's a positive vibration. It also can change your life, and also it can heal you when you have got sickness or you are in sorrow. It also make you to bring you in a good mood. Enjoy the vibe of the reggae music because it's healing of the nation, and it's also positive to come together, bring people in one unity. So we need music to grow and to have good life and to have positive vibration and to have positive life. So it's, for me, it's very great to be together, even with the brother from Germany who's interviewed me, to come together in one hand so that we can get this goal. Yes, we are here at Cafe Wera and blessing. How long do you play already reggae music? I've been started playing music since 1999. So since the independence take over in Namibia, and I was already started the music, but it was like a trick now to come on the music industry. Like it was too much hard way. We could not get opportunity even to get on the NBC and trying to play your product. But now things come to be at least better change now, and we are now trying to see that where we are focusing now in the future, something will gonna be changed. So that's why I'm still now moving forward. So no matter how long it takes, but we know one day it will be success. Musical is not all about money, but musical is all about to bring good message for people, to trying to help people in another way of through music, changing their life, change the people from negative to the positive. We are there to grow musical industry in the positive line, but we are there also to teach the youth understanding which music they must follow and what message they must tell the people, because the music all about message, what you tell the people, what you want to change from people, because it's very hard sometimes for as an artist to go in the parliament or to go bring people together and tell them. Some of them it's very hard because they could even see Rasta man and what, you know, it's very difficult. But through music they will be listening and trying to change and find out, oh, there's also good ideas. Jaja know who I am. Jaja know who I am. Take them to school, children. Oh yeah. They are the leader of tomorrow. Yeah, oh yeah, the leader of tomorrow. Sein Thema ist das Rastafari-Organisation hier in Namibia, Rundu. Introduce yourself and what are you doing here?
Yes, my name is Rasta Mungoa Rastafari from Rundu, from Namibia. I'm a Rasta who represent the youth. We have an organization for Rasta also in Namibia, Rastafari United Front. I'm the youth chairperson and I'm an artist, musician. I'm a musician and artwork also. I'm a visual art craft. I live as a Rastaman. I do everything as a Rastaman. Yeah, I am a Rastaman. What makes Rastafari so special for you? Yes, Rastafari is the life that I live. Rastafari is who I am. Rastafari is black consciousness. Rastafari is cultural things. So I live as a black man, I live as a Rastaman, Rastafari within I and I, within me. So I find Rasta in myself. Reggae's music for Rasta. So there is no way you can divide Rasta and music, because reggae is come from the do good. This is ancient drummings. This Naya Bing drummings. So reggae, it comes also from drummings. The drum was the form of communication. So music is there for communication. Reggae is upliftment music that can uplift the society. Reggae is for fighting for freedom. So there is no way we can separate Rasta and music or reggae. What can you say about the special herbs? The herb is the healing of the nation. It was mocked at the ancient time, at the oldest time. Our grandparents, they use herb not only to smoke, but we use herb even for giving the animals, for medicine. We use herb for cleanliness of the wickedness. Even we used to burn herb for spiritual communication. It is the healing of the nation. It is the medicine, the greatest medicine. I tell the world must legalize the herb. Even it is good for economic. You know, now in our country, it's economic rise in Namibia. So the herb, if we legalize the herb, we cultivate the herb, we can cut off this unemployment, because they must work in the farm for the herb, for cultivation of the herb. They must work in the farmers for medicinal. They must work in the building. They must work architectures, many things that we can use the herb. Not only to smoke. The herb is the healing for I and I soul. The herb is good for my meditation. We like to advertise the herb. We want to legalize the herb, to decriminalize the herb for economical reason, for benefit of medicine. You know, we need spice in our food. So we need the herb in our food. We need the herb in our nutrition. You see, we need the herb for coffee. The herb is good for Rastaman. The herb is good for everyone. But what's the way to legalize marijuana in Namibia? We are in the situation where Namibia have raised Rastafari movement, and the people who use cannabis, they have raised and they handed a petition for legalization of marijuana in Namibia. Look upon the other countries in Africa. In Zimbabwe, they legalize for certain reason. In South Africa, they legalize for certain reason. Why Namibia can't take the step also for certain reason? Because it is the healing of the nation. Marijuana must be legalized in Namibia. What do you wish for the future of you, of Namibia, whatever? The future depends on good decision. So we make good decision now, so the future will be brighter. So we wish for the good and brighter future. The kid to buy the car, the kid to buy the house, the kid to be self-independent. Yeah, parents take their children to school for the better life. Jaja know. Why yeah, why yeah. Jaja know. Why yeah.
I am. Jaja, no, I am. Wir laufen irgendwo ist nirgendwo alles stockdunkel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir sind jetzt gerade mit unseren Rastafari-Freunden unterwegs. Wir laufen zu ihnen nach Hause. Unser Auto ist schon stecken geblieben. Wir müssen jetzt zu Fuß weiter. Alles stockdunkel. Nur mit Handylicht kann man irgendwie den Weg erkennen. Naja, ich hoffe, ich finde mal wieder zurück zum Auto. Also wir sind wirklich im Nirgendwo. So sieht das hier alles aus. Und die ganze Umgebung sieht so aus mit solchen kleinen Hütten. Und ja, wir haben jetzt ein kleines Feuer angemacht. Und der eine oder andere raucht ein paar Kräuter. Ich kann leider nicht, ich muss fahren. Ich arme Sau, aber ich freue mich ja für die anderen. Und ich bleibe bei meiner Leidenschaft, beim Bier. Ja, wir wollen ja, man soll ja nicht mischen und ich bleibe beim Namib Dunes Bier, ein Weißbier. Es hat 4,5% Umdrehungen. Das habe ich ja noch aus dem Braus aus Swakopmund gekauft und es kommt auch aus Swakopmund. Ich will mal sehen, wie so ein namibisches Weißbier schmeckt. Ich bin echt mal gespannt. Wir werden es sehen. Okay. So. Das riecht schon mal sehr gut. Ich werde es mal probieren. Ein Top-Weißbier. Also was kann man zu Weißbier sagen? Es schmeckt wie Weißbier, wie Paulaner, wie Erdinger. Das schmeckt wie aus Deutschland. Und was soll ich dazu Weißbier kommentieren? Ja? Absolute 4 Sterne, 8 Sterne, ich bin auch schon ein bisschen bekloppt. Also 4 Sterne würde ich dem Bier geben. Wenn ihr die Rastafaris auch cool fandet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und ja, Prost nach Hause. Wir haben jetzt unsere Rastafari beendet und ja, haben ja noch ganz gemütlich da am Feuer, wie sagt man so schön, gechillt, ja, und die Zeit genossen, noch ein bisschen unterhalten, noch ein bisschen über die namibische Kultur uns unterhalten, ein bisschen über Rastafari und wir hätten uns wahrscheinlich auch alleine nie in irgend so ein Slum da uns reingetraut, aber halt mit solchen Leuten, die, ja, braucht man echt keine Angst haben. Ich denke, die Rastafaris sind eine Gruppierung Menschen, denen man auch im Ausland, auch wenn es so arme Länder sind, vertrauen kann, dass die eigentlich irgendwie über den Tisch ziehen. Und das war so eine schöne Erfahrung gewesen. Und ja, ich war absolut begeistert. Man sieht zwar nicht, ich bin total müde und fertig. Das Auto haben wir noch aus dem Sand rausbekommen. War schon eine lustige Fahrt da, weil das war einfach alles tiefer Sand gewesen. Das war schon alles ganz schön, ja, gut gewesen. Und jetzt sind wir hier in unserem Zelt. Wir werden jetzt schön schlafen gehen. Ich werde mich jetzt hier, wie ich bin, ins Netz legen, weil ich denke, es wird ziemlich kalt in der Nacht. Und ich lasse es einfach so an, wie es ist. Morgen ziehe ich schon noch frische Sachen wieder an. Und ja, hau mich ins Bett. Und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Frische. Oh.